und ich mache für euch heute Jagdwurst. Wenn ihr sehen wollt, wie ich die gemacht habe, bleibt dran, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Für meine Jagdwurst brauche ich verschiedene Zutaten. Zum einen habe ich hier Schweinebauch, Schweinenacken und Schweinerückenspeck. Das ist meine Feinbrät. Da habe ich hier Rindfleisch. Das ist meine grobe Einlage. Das Rindfleisch habe ich 2 Tage mit 10 Gramm Pökelsalz eingepökelt. Das sind 500 Gramm. Da habe ich hier eine ganze Menge Gewürze. Die stehen alle unten in der Infobox. Und hinten habe ich Pistazien. Muss man nicht unbedingt reinmachen. Kann man aber. Ich finde, es bringt so ein nussiges Aroma noch mit dazu. Wer nicht möchte, lasst die Pistazien gerade raus. Das sind jetzt die ganzen Produkte, die ich brauche für meine Jagdwurst. Ihr wisst ja, wo Jagdwurst herkommt. Jagdwurst haben früher wirklich die Jäger gemacht. Von dem Wild, was sie übrig hatten, wo sie nicht verwendet haben, haben sie einfach Wurst draus gemacht und daher der Name Jagdwurst. Also nichts Besonderes, aber geschmacklich richtig gut. Ich beginne jetzt mit dem Wolfen von der Grobeinlage. Da habe ich die 8 mm Scheibe drauf und da gehen wir jetzt gleich mal hin. So, den Fleischwolf habe ich zusammengebaut. Wir beginnen. Ja, die Grobeinlage ist nun durchgelassen. Jetzt beginnen wir gleich mit der Feinbrät, also mit dem Schweinefleisch. Ach ja, das Rindfleisch, das ist nur optional. Ich möchte noch einen zusätzlichen Geschmacksträger drin haben, das ist für mich Rindfleisch. Ihr könnt natürlich die Grobeinlage auch mit Schweineschulter oder Schweinebauch herstellen. Ich habe es in dem Fall Rindfleisch. Und wie gesagt, ich baue den Wolf kurz um und dann geht es sofort weiter mit der Feinbrät. Jetzt beginnen wir, wie gesagt, mit der Feinbrät. Da habe ich jetzt die 3 mm Scheibe drauf und das Ganze lassen wir jetzt mal schnell durch. Auch das Feinbrät ist inzwischen durchgewolft. Ich baue den Wolf jetzt auseinander. Das Fleisch werde ich für gute 30 Minuten noch in den Tiefkühler stellen, dass das Fleisch auch wirklich kalt ist, ja, dass der Kutter sich nachher leichter tut. Und wie gesagt, Eis kommt natürlich beim Kuttern auch noch mit dazu. Das stelle ich natürlich bei Präsentationen nicht dazu. Das dauert ja viel zu lange, da wäre mein Eis ja geschmolzen. Aber das noch mal kurz 30 Minuten in den Tiefkühler und dann sehen wir uns wieder. Die 30 Minuten sind inzwischen Vergangenheit. Ich habe das gewolfte Fleisch schon mal in meinen Tischkutter. Jetzt mache ich die ganze Gewürze dazu. Was ich auch noch gleich machen werde, ist die Hälfte vom Eis. Jetzt schließen wir mal. Jetzt werde ich die ganze Masse mal bis auf 8 Grad hochkuttern und dann kommt der Rest vom Eis dazu plus die Pistazien. So, dann würde ich sagen, schalten wir mal ein. So, die 8 Grad sind erreicht. Jetzt machen wir das restliche Eis dazu. Die Pistazien habe ich mir überlegt, die mache ich ganz zum Schluss, dass wir auch noch ein bisschen Struktur haben. Ich möchte das nicht total zerhäckselt haben. Jetzt lasse ich das nochmal auf 12 Grad hochkuttern. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich hab es gerade gemessen. Es waren vorhin 11,8 Grad. Jetzt sind wir bei 12,3, was immer noch okay ist. Bis 14 Grad ist das voll in Ordnung. Jetzt machen wir das nochmal ganz kurz runter. Und ihr seht, die Masse hat einen wunderbaren Glanz bekommen. Und jetzt kommen die Pistazien damit dazu. Wie gesagt, optional, müsst ihr nicht reinmachen. Aber für mich ist das
ja, einfach nochmal so ein Geschmackserlebnis. Ein bisschen was Nussiges drin. Und das lasse ich auch gar nicht lang laufen. 1, 2 Umdrehungen und dann, oder 3, 4, das geht ja relativ schnell und dann kommt es schon raus. So, wir schauen nochmal nach. Und ja, ist genauso klein gehäckselt, wie ich es gerne hätte. Aber das seht ihr nachher nochmal. Jetzt hole ich die Masse raus und dann kommt eigentlich da die Grobeinlage dazu. Aber das sehen wir uns gleich. So, das Brät ist raus aus dem Kuder. Da ist die Grobeinlage. Die kommt jetzt da mit dazu. Die können da mit der Hand untermischen. Oder ich mache es ganz einfach mit dem Schlesinger. So, ich mische das schnell, weil das ist schon gerade so interessant. Und dann sehen wir schon beim Abfüllen. Ich werde 1, 2 Därme machen und den Rest in Gläser abfüllen. Da sehen wir uns wieder. So, jetzt geht's weiter. Wie gesagt, ich fülle einen Großteil in Gläser und ich habe noch 4 Därme, die kommen dann zum Schluss. Aber jetzt beginne ich erst einmal mit dem Befüllen der Gläser. Ja, ich nehme da halt einen Löffel. Das lässt sich auch gut befüllen. Macht die mal so 3/4 voll. Bisschen mehr wie 3/4 voll. Oh, klasse Brät ist das auf jeden Fall. Und dann kann man ja mit dem Löffel so ein bisschen nacharbeiten. Na, komm raus. So. Lecker. Was ich dann mache, gehe dann her und schlage die so ein bisschen drauf. Man muss die ja nicht den Handrücken blau schlagen, aber so rutscht es noch ein bisschen nach. Und ja, so mache ich halt ein Glas nach dem anderen. Auch die kleinen Gläser. Die Ränder mache ich dann nachher wieder ein wenig sauber. Und dann geht es ganz gut. Aber die Grobeinlage ist wunderbar vermischt. Jetzt befülle ich die restlichen Gläser hier und dann mache ich noch ein paar Därme. Wie gesagt, da hole ich euch wieder mit dazu. So, die Gläser sind alle befüllt. Die Därme habe ich auch befüllt. 3 Stück sind es geworden. Vor lauter Euphorie habe ich aus Versehen die Kamera nicht eingeschaltet. Aber ihr seht ja, hat alles funktioniert. Es kommt noch eine kleine Besonderheit. Auf Wunsch der Familie mache ich noch ein bisschen Aspik drüber. Das muss man natürlich nicht machen. Aber wir mögen das. Deswegen habe ich das kurz gemacht. Das Wasser sollte ungefähr 60 Grad heiß sein, dass sich der Aspik auch gut auflöst. Und jetzt gießen wir überall so ein bisschen drüber. Wie gesagt, das muss man nicht tun. Aber bei uns in der Familie, wir mögen das. Und deswegen ein kleiner Schuss Aspik. Füllt dann auch die Luftlöcher. So. Zack, fertig. Das war's. Ich verschließe die Gläser und dann sehen wir uns draußen an unserem Einkochautomat. Bis gleich. Da sind wir an unserem Einkochautomat. Die Gläser haben schon mal Platz nehmen dürfen. Und ich schau mal, ich zeige euch mal die Einstellungen. 100 Grad, 120 Minuten. Wir haben momentan 20 Grad in unserem Einkochkessel. Und es bleibt nichts übrig. Deckel drauf. Und dann so nach einer Nacht bin ich wieder da. Die Wurst habe ich separat gegart. Bei 80 Grad 1 Stunde. Eine Nacht im Kühlschrank und jetzt schneiden wir einfach mal an. Schauen wir uns mal das Anschnittbild an. Oh ja. So sieht sie aus. Grobeinlage gut zu sehen. Bis hart sind gut zu sehen. Also kann man nicht meckern.
Ich finde, es ist ein gelungener Versuch. Schaut euch mal beides an. Ja, mehr braucht man da gar nicht sagen. Geschmacklich müssen wir gleich mal probieren, wie es da aussieht. So, ich finde, es ist ein gelungener Versuch. Ich würde sagen, probiert es mal aus. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Kommentiert mal drunter, aktiviert die Glocke, dann verpasst man keine Videos mehr von uns. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Euer Thomas. Tschüss, tschüss.